Este programa es presentado por Inverfin. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Chaco Info. Seit vielen Jahren gehörte die Expo Rodeo Isla Puy zur alljährlichen Attraktion der Kolonie Menno. Nun wird in diesem Jahr dort keine Expo stattfinden. Warum das so ist und was die Pläne für die Zukunft sind, hören Sie im folgenden Interview, das wir mit dem Präsidenten des Rodeo Isla Puy Clubs, Herrn Alfred Harler, führten. Dat heeft veel Gründe. Ein Grund ist, hier sind auch viele Ausstellungen, was im Chaco sind auch einmal was nicht dazu gekommen ist als Expo Pioneros. Und die sind uns sehr dicht beigekommen. Das sind wir eigentlich noch halbwegs voneinander. Das ist ein Grund, was damit spielt, dass wir das ja nicht haben. Die Aussteller, die wollen nicht. Die sind mit, die checken auch auf ihr Presseposter, wo ich habe ansparen. Und das ist ein Grund, woher wir das ja nicht tun, wenn es das alle Typ zu dich haben, ja. Wanneer zei je dat een Entschluss gekomen als club? Wir haben von Tio ganz Jahr all evaluiert haben her und haben dann so mit Menschen beraten, was da wir wieder nicht, wenn sie braucht eben viel Geld das Ganze finanzieren. Folgedessen sind wir uns Anfangsjahr zu dem Entschluss gekommen, wir waren das Jahr einmal anfrieren, das Ganze suspendieren. Also einmal, wo wir ein Jahr Tag lassen und dann sei wir, was wir wieder waren. De laatste expo, wanneer is de vond de staat en wie weer de aantal van de bezoeker oder van de Aussteller? De laatste expo war 2018 im Juni. Die Teilnahme von der Feuerwehr, Viehsektor, Maschinen, alle Uitslagen wie sehr gut, sehr positiv wieder die. Wordt Geld bezocht, auch von der Besichtigung wieder Geld, wordt auch Geld uitgewierd. Ich glaube, für uns wird ein sehr positives Jahr, was wir hier haben, ein sehr guten Abschluss. Und uns ist das schade, dass es dort dran, wenn es wie sagen, dass ein großes Kulturerbe kann verloren gehen, wo unsere Vorfahren viel an die Arbeit haben, ja. Wie hadden personen die normalerweise an dieser Expo teilnehmen, wie hadden darauf reagiert, dat in diesem Jahr nicht stattfinden muss? Der ist das schade. Wir haben viel Nachfrage gehabt. Und der ist das schade, die Leute dort, die jähen wir fanden, dass wir familiär, wir eine sehr beleibte Ausstellung. Und da ist auch Anfragen wieder. Wir haben uns gesagt, wir waren ans Taubseite. Wir sind auch wieder daran, sagen wir, was wir nicht so können, vielleicht ein bisschen eine andere Form organisieren, damit wir das wieder können, führen, was unsere Vorfahren haben abgebüht, haben hart geschafft. Und wir als junge Generation, wir sind abgefordert, das wieder zu führen. Und das wollen wir so viel als in unserer Möglichkeit tun. Isla Puy ist ein Verein. Kannst du mir Zahlen sagen, von wie vielen Mitgliedern der Verein hat? Ja, der Club Rodeo Isla Puy ist ein Verein, ein Privatverein ist das. Der hat 70 Mitglieder, was wir von der haben. Die meisten sind alles älter, sind unsere Pioniere, was wir haben. Und der Vorstand sagt sich 7 Personen typ. Also, die sind dann verantwortlich für die Pläne und das alles. Das Krankenhaus von Loma Plata bemüht sich nicht nur um ein Gebäude, das hohen Ansprüchen genügt, sondern auch, dass qualifizierte Ärzte vor Ort den Patienten mit ihrem Wissen zur Seite stehen. Im Anschluss hören Sie ein kurzes Interview, welches wir mit dem Leiter des Krankenhauses, Herrn Jerry Sawatzki, führten. Insgesamt sind es im Moment 22. Davon sind 5 Assistenzärzte für Familienmedizin und 17 richtig unsere angestellte Ärzte. Diese 5 sind Ärzte, die ein Medizinstudium abgeschlossen haben und im Abkommen, was wir mit dem Gesundheitsministerium haben, wo wir diese Ärzte dann die Gelegenheit geben, 3 Jahre eine Familienarztausbildung hier zu machen bei uns. Die machen dann den praktischen Teil bei uns und den theoretischen Teil beim Hospital Bautista. So, mit diesen zusammen sind es 22, 17 sind aber unsere angestellte Ärzte, die dann bei uns arbeiten. Was ist mit Fachgebieten, in denen wir jetzt, sagen wir mal, keine Ärzte vor Ort haben? Mit diesen 17 Ärzten decken wir Fachgebiete wie Chirurgie und Traumatologie, Gynäkologie und Frauenheilkunde,
Kindermedizin, innere Medizin und Psychiatrie ab, sowie auch dann Familienmedizin. Dann fehlen aber andere Spezialitäten, das heißt Gruppen von Ärzten, Spezialisten, die hier nicht ständig sind. Die kommen dann nach einem Jahresplan, den wir in der Regel Oktober, November, Dezember mit den verschiedenen Spezialisten ausarbeiten fürs kommende Jahr. Und dieser Plan wird dann auch an alle Mitgliedern verschickt, dass sie den fürs kommende Jahr dann schon haben. Da sprechen wir von Ophthalmologie, Hals-Nasen-Ohrenspezialisten, Neurologie, Urologie, plastische Chirurgie, um nur einige zu nennen. Da gibt's noch mehrere. Und natürlich gibt's dann auch einige Ärzte, die dann nur kommen, wenn patientenspezifische da sind, zum Beispiel Kardiologie oder Neurochirurgie, je nach Situation. Wenn sich Patienten anhäufen oder einige sind da, dann werden die organisiert von unseren Ärzten, von unserem Ärztesekretariat. Dann kommt auch so ein Spezialist dann extra hierher. Die Idee ist immer, so wenig wie möglich Leuten wegschicken zu müssen zur Hauptstadt und immer mehr hier selber machen können. Lieber den Spezialisten herholen als Patienten wegschicken. Das ist so ein bisschen die Thematik. Nicht immer klappt das, es wird auch nie immer klappen, aber es ist zumindest die Idee. Wie viele Betten stehen hier im Hospital zur Verfügung? Betten haben wir, sagen wir immer 70. Das könnten noch einige mehr sein. Aber 70 Betten, die normalerweise da stehen, wenn es mal eine Seuche geben sollte, haben wir auch einige zur Reserve. Dann könnten wir auch mehr hinstellen. Aber wir gehen immer von 70 Betten aus, die eigentlich nie wirklich alle besetzt sind. Manchmal schon fast alle, aber eigentlich nie alle. So in der Regel haben wir nicht viel mehr zwischen 30 und 40 Patienten. Wir haben in der Regel 20, 25 Betten doch noch übrig. Aber es braucht auch nicht ein großes Problem geben irgendwo auf einem Familienfest mit einer Essensvergiftung. Dann könnten schon schnell 30, 40 Leute kommen. Und dann werden wir schon voll. Ja, also das kann schon vorkommen. Ist in der Vergangenheit immer gelegentlich mal so gewesen. Das sind Gott sei Dank in der Regel nur wenige und auch nur für kurze Zeit. So, dann kann man auch einige Betten noch irgendwo im Gang reinstellen. Das geht auch, aber wir gehen immer von 70 Betten aus. Anfang Mai überraschte das Ministerium für Bildung und Erziehung mit der Nachricht, dass die Winterferien vorverlegt werden sollten. Wir haben uns darüber mit dem Schulrat der Kooperative Fernheim, Herrn Ernst Arnold Eitzen, unterhalten. Also wir bekamen Mitte Mai die Nachricht, dass die Winterferien vorverlegt werden sollten. Wir haben uns dann natürlich sofort mit den verantwortlichen Leuten in Verbindung gesetzt und wollten erst eine Resolution abwarten. Als die dann rauskam, war es klar, dass das nur für die offiziellen Schulen, das heißt für die Landesschulen, für die nationalen Schulen gilt. So für die Privadas Subvencionadas und für die privaten Schulen, so wie unsere Schulen, wäre das nicht. Wir durften uns dem aber anschließen, wenn wir wollten, aber wir haben entschlossen, auch in Absprache mit den Nachbarkolonien, dass wir bei unserem normalen Kalender bleiben wollen. Aus irgendeinem Grund haben wir den Kalender auch schon im September, Oktober im vorigen Jahr fertig gemacht und wir versuchen uns halt dann auch immer an dem Kalender zu halten. Der Grund war, weil landesweit halt sehr viel Hochwasser ist, sollten die Ferien vorverlegt werden, aber der Hauptgrund war eigentlich, dass in diesem Jahr wieder viele Lehrer in Rente gehen sollen und das beginnt dann mit Ende Juni, wo die in Rente gehen und damit der Staat oder das Ministerium mehr Zeit hat, um neue Lehrer anzustellen, wollten sie halt die Ferien eine Woche vorverlegen. Das Problem haben wir in unseren Schulen ja nicht, weil wir in unseren Schulen keine Lehrer mit Rubros, also mit Gehältern vom Ministerium haben, außer halt in der Primero de Mayo Schule und der Cutla Rosa Schule einige, aber auch die waren dafür, die Ferien so beizubehalten, wie wir geplant hatten. Wie viele Schüler sind insgesamt in der Kooperative Fernheim unter den Schulen verteilt? Also wenn wir unsere Kolonieschulen nehmen, im Bereich der Assoziation Fernheim haben wir etwa 520 Schüler von der Vorschule bis zur 6. Klasse und etwa 270 Schüler im Colegio Philadelphia. So, wir haben eine große Anzahl von Schülern, von jungen Leuten hier bei uns in der Kolonie und wir versuchen halt, die Schulen auch darauf vorzubereiten. Wir wissen, dass in Zukunft die Schüleranzahl wieder etwas ansteigen wird. Im Collegio waren wir wohl noch
schon sehr lange nicht mehr so niedrig wie in diesem Jahr, aber das wird auch wieder ansteigen und darauf freuen wir uns. Gibt es einige Projekte, die Sie dieses Jahr noch durchführen möchten? Also vom Bildungskomitee der Kolonie Fernheim ist dieses das Jahr des Lesens erklärt worden. Und aus dem Grund haben alle Schulen, besonders im Primarbereich auch, alle Projekte zum Jahr des Lesens geplant. Es gibt Projektwochen, es gibt verschiedene Projekte, die in einzelnen Klassen durchgeführt werden, aber über das ganze Jahr verteilt. Im Collegio Philadelphia ist das auch so, dass da ein größeres Projekt geplant ist zum Jahr des Lesens. Und wir wollen einfach unseren jungen Leuten es schmackhaft machen, mehr Bücher zu lesen, damit auch wir älteren Leute auch wieder zum Lesen kommen. Die Firma IMAG vertritt jetzt auch die Motorradmarke Ducati. Herr Alberoni Dirksen ist Geschäftsführer der IMAG und unsere Korrespondentin Mary Fair hat sich mit ihm über den Unterschied einer Ducati zu anderen Motorrädern unterhalten. Ducati ist neu hier in Paraguay. Herr Dirksen, was versteht man unter Ducati? Ja, Ducati ist eine Marke von Motorrädern, die kommen aus Italien und weltweit sehr berühmt für ihre hohe Performance. Da Ducati, man sagt immer, dass das Rennen im Blut hat. Also Ducati-Spezialität sind sehr hochqualifizierte Motoren mit sehr viel Power. Wie kommt es dazu, dass Ducati hier in Paraguay repräsentiert wird? Also das ist eine längere Arbeit natürlich. Wir sind seit längerem am Schauen, was wir an unserem Portfolio hier in IMAG hinzufügen können. Und da wir schon mit Quads und UTVs und Motorrädern arbeiten, haben wir geschaut, was können wir noch bringen, um Kunden anzubieten, dass sich unseren aktuellen Produkten integriert oder anpasst oder komplementiert. Und dann haben wir geschaut und haben gesehen, dass Ducati, eine Premium-Marke weltweit, in Paraguay nicht mehr vertreten war. Und so sind wir ins Gespräch mit der Fabrik in Italien gekommen und haben es so weit gebracht, dass wir die Vertretung für Ducati bekommen haben. Was haben diese Motorräder an Besonderes? Also Ducati sagt, sie bauen eine Rennmaschine, um die Hundertstel oder Tausendstel Sekunde auf der Rennbahn zu gewinnen. Und von da bauen sie dann auch Straßenmotorräder. Wiederum andere Marken, sei es BMW, KTM, Honda, Yamaha, die sagen immer, sie bauen ein Straßenmotorrad und gehen von da zur Piste. Also Ducati hat es wirklich im Blut, also der ADN von Ducati ist Rennen. Und leider haben wir in Paraguay wenig solche Pisten, aber Ducati hat auch Modelle, die für unsere Straßen sehr geeignet sind. Wann werden jetzt die ersten Exemplare hier in Paraguay ankommen? Voraussichtlich Ausgangs Oktober. Also wenn jemand schon interessiert ist, der kann jetzt schon sich bei IMAG einfinden oder anrufen. Wir haben schon alle Modelle zur Bestellung verfügbar und somit, wer jetzt schon definiert, welches Modell er möchte, wird das schon in der ersten Produktion mit reingenommen und die ersten Motorräder werden Ausgangs Oktober hier in Paraguay erscheinen. Gibt es einen Abschlag? Natürlich, für die, die jetzt im Voraus schon sich ein Motorrad fest bestellen, die haben Preisvorteile. Was ist eine Energiewende? Dazu hat die Deutsche Botschaft in Paraguay eine Ausstellung organisiert. Hören Sie dazu einige Erklärungen der Verantwortlichen für Geschäftsführung der Deutschen Botschaft in Paraguay, Frau Verena Frick. Ja, Energiewende ist eines von diesen deutschen Worten, das mittlerweile viele Leute in der Welt kennen. Und zwar beschreibt es die Transformation einer Wirtschaft, einer Gesellschaft von den alten Energien, also Kohle, Atomkraft, Erdöl, zu den neuen erneuerbaren Energien. Und da das wirklich eine große Veränderung ist, hat man das Wort Energiewende geprägt.
Es gibt nicht wirklich eine Übersetzung ins Spanische, wir sprechen immer von der Transición energética. Warum hat man diese Ausstellung hier, also wie ich gehört habe, es ist nicht die einzige Ausstellung, warum hat man diese geplant? Ja, als vor ungefähr 10 Jahren in Deutschland die Energiewende begonnen hatte, war das etwas, was international viel Aufsehen erregt hat. Und es kamen eben viele Fragen. Wie funktioniert das? Warum macht ihr das? Was sind die Auswirkungen? Ist das teuer? Funktioniert das? Diese ganzen Sachen. Und damals hat das Auswärtige Amt diese Ausstellung hier zur Energiewende konzipiert. Klar, die wird natürlich laufend weiterentwickelt, aber das ist eine ganz besondere Ausstellung, weil sie weltweit in 5 Sprachen über alle Kontinente läuft. Also zum Beispiel jetzt im Moment ist die englische Version in Kapstadt in Afrika unterwegs. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie jetzt hier zeigen können. Sie ist ja jetzt hier im Paseo de Galeria. Die Botschaft wird ja in den nächsten Wochen umziehen und wir wollen eigentlich in Zukunft immer wieder mal eine Ausstellung hier zeigen. Das ist ein Ort, wo viele Menschen vorbeikommen und es ist halt auch ein Zugang zu einem Publikum, den wir vielleicht in irgendeinem geschlossenen Raum nicht so haben werden. Was kann man hier heute besichtigen? Ja, die Energiewende-Ausstellung hat alle Aspekte der Energiewende. Ich meine, es fängt ja an, wo kommt der Strom her? Dann die Frage des intelligenten Netzes. Alles, was Verkehr ist, was kann man damit machen überhaupt? Die Mobilität, wie immer wieder genannt wird. Wie kann man die Energie speichern? Was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Was bedeutet das überhaupt im gesamten Gefüge? Also in Fragen, zum Beispiel solche Dinge wie Klimawandel, ist erneuerbare Energie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen wollten wir es eben auch hier hinbringen, weil Paraguay im Moment auch, wie viele Länder der Erde und eigentlich wie die ganze Welt sich darüber im Klaren ist, dass wir so wie bisher eigentlich nicht weitermachen können. Wir müssen bestimmte Dinge ändern, denn sonst werden wir mit dem Klimawandel solche Probleme kriegen, dass unsere Kinder und Kindeskinder damit nicht mehr fertig werden. Deswegen müssen wir jetzt anfangen. Und auf der anderen Seite ist natürlich alles, was wir heutzutage haben an Wirtschaft, auch an Lebensstandard, hängt in irgendeiner Art und Weise an der Energie. Ob das jetzt die Heizung im Winter ist oder die Kühlung im Sommer, alle diese Dinge. Oder die Kamera jetzt zum Beispiel, alle diese Dinge. Und Energie aus erneuerbaren Ressourcen ist ein ganz, ganz wesentlicher Eckstein dieser ganzen Energiewende. Und des Kampf gegen die globale Erwärmung. Und zum Schluss, also ihr werdet diese Ausstellung auch im Chaco präsentieren. Ja, das war mir wirklich ganz besonders wichtig. Wir werden diese Ausstellung jetzt eine Weile in Asunción haben. Sie ist zunächst jetzt hier. Sie war im Colegio Goethe, sie ist jetzt hier. Wir werden sie auch in der Fakultät de Ingeniería zeigen. Und dann geht sie hoch in den Chaco, nach Loma Plata in die Berufsschule und wird dort einige Zeit zu sehen sein. Und das freut mich wirklich besonders. Und nun sind wir zum Schluss der heutigen Sendung gekommen. Wir danken fürs Einschalten. Auf Wiedersehen. Este programa fue presentado por Inverfin.